Willkommen zurück im Basement Café, jetzt Teil 2 mit Casey Rebel und Summer Jam. Viel Spaß. Gab es immer einen Punkt, wo ihr dachtet, ey, nee, den Trend lassen wir jetzt mal aus, ey, dafür sind wir zu alt, das machen wir jetzt mal besser nicht? Oder seid ihr offen für alles? Ja, guck mal, generell finde ich, wenn ein Song dir Spaß macht, dann darf man sich auch nicht so dagegen wehren, so egal wie komisch sich das in dem Moment für einen sich anfühlt. Vielleicht ist es einfach dann coole Mucke so. Aber so Emo-Trap und so diese ganzen so mega melancholischen Sachen, so, da war ich irgendwann raus, glaube ich. So, also nicht, dass ein guter Emo-Trap-Song mir nicht gefallen würde, aber ich habe mich da nicht mehr so reingehört. Und ich mochte zum Beispiel, wo ich nochmal so richtig Lust auf neue Mucke bekommen habe, war auf jeden Fall so diese ganze neue Ära, wo es ein bisschen oberflächlicher wurde. Das hat dir gefallen? Ja, es hat mir einfach gefallen, weil ich aus so einer Zeit komme, wo immer ein Thema, immer ernst, immer bla. Du musst immer eine Meinung zu irgendwas haben. Genau, und ich wollte einfach nicht so, du musst dir vorstellen, es ist immer sehr extrem auch, wie wir, vielleicht als Konsument kriegt man es nicht so richtig mit, aber diese ganzen Curse-Ära und diese ganze Dingssache, dass man immer große Aussagen machen muss, ganz kranke Sachen sagen muss. Und heutzutage mach das mal. Mach mal einen Song wie Stan zum Beispiel, ein Riesensong, und bring mal 2 Wochen wieder danach nochmal eine Single raus und 2 Wochen danach nochmal eine Single raus. Nee, es gibt keine großen Songs mehr. Du darfst auch den Leuten, du darfst denen nicht immer so ein, weiß ich nicht, so ein Riesending, also du brauchst jetzt nicht immer We Will Rock You machen oder so, sondern du kannst auch mal einfach Bad and Bougie machen. Das funktioniert auch ganz gut so. Und wenn du dir einbildest, dass dein Song irgendwie 3 Jahre lang irgendwas dominieren wird, so, das ist halt einfach nicht mehr. Du kannst froh sein, wenn dein Song 2, 3 Monate funktioniert, dann hast du einen super Job gemacht. Ich glaube, wenn du immer diese ernsten Songs, du kannst ja nicht so viele Meinungen haben. Er macht einen Song, den macht er einmal für seinen Vater, vielleicht macht er nochmal so einen Song, aber er wird ja jetzt wird ja nicht in jedem Song das machen. So war es ja auch ungefähr. Also ist ja der einzige diepe Song so auf dem Album. Was nicht heißt, dass du keine deepen Songs machen kannst, aber es ist einfach etwas Neues dazugekommen. Und das ist einfach, dass ein Song auch von seinem Vibe, von seinen Melodien, von den Feelings her leben kann. Und dann ist es nicht zu 100%ig notwendig, dass jeder Song so deklariert ein Thema haben muss oder keine Ahnung was. Also auf der einen Seite, wir kommen so aus so einem Ding, dass wir einfach beides beherrschen. Aber jetzt gerade momentan Bock auf eine bestimmte Sache haben und die lebt sich halt exzessiv auf Maximum aus. Weißt du? Und dann kann vielleicht auf einem Solo-Song trotzdem ein Primetime sein, wo dann auch Aussagen da sind, aber die mit einem anderen so, die kommen anders rüber. Es ist deep und es ist trotzdem ein bisschen fly noch. Es ist deep, aber du könntest es eigentlich sogar im Auto laut pumpen oder in der Diskothek spielen lassen. So, es hat eine andere Rhythmik. Und wir können einfach beides. Und es wird sicherlich auch wieder der Zeitpunkt kommen, wo man mal vielleicht Bock hat, einfach 4 Minuten Aussagen zu treffen und einfach irgendwas zu rappen. Ich finde, man sollte sich einfach keinen Riegel davor setzen. Und jetzt komme ich noch mal zum Ursprung von deiner Frage, auch was Trends angeht und so. Ich finde, man sollte nicht sagen, ich will jetzt unbedingt jeden Trend nachmachen. Aber man sollte auch genauso wenig sagen, ich will jetzt diesen Trend nicht nachmachen. Warum soll man das nicht nachmachen? Warum soll man nicht einfach Spaß haben? So, weißt du, was ich meine? Kein Riegel vorsetzen, einfach machen, worauf man Bock hat. Und Sachen, die jetzt zum Beispiel vielleicht nur, wie soll ich dir das sagen? Also Sachen, die ich jetzt nicht mache, die mache ich nicht, weil ich irgendeinem Trend entgegenwirken will oder irgendwas, sondern ich hätte die wahrscheinlich damals dann auch nicht gemacht. Also entweder ich fühle das einfach oder ich fühle das nicht. Aber du meinst ja gerade, es kann eine Zeit irgendwann wieder kommen, wenn du wieder Bock drauf hast, dass du so diepe Sachen wieder machst. Was sind denn so Themen, die euch generell beschäftigen? Also jetzt abseits von Musik. Wir verreisen sehr gerne. Das ist, glaube ich, unser
unsere Hauptbeschäftigung, die wir machen, wenn wir nichts zu tun haben. Aber sonst generell, wir sind auch schon Musiker durch und durch. Ich muss dazu sagen, Hüseyin hat natürlich noch den einen oder anderen Geschäftszweig. Das heißt, er hat auch sehr wenig Freizeit. Und wenn wir dann Freizeit haben, dann ist es jetzt nicht so, dass wir noch im Dartverein sind oder so, sondern wir machen dann wirklich... Einfach eine gute Zeit haben. Genau. Mit der Familie, dass alle gesund sind, viel rumreisen, was Gutes essen, gute Leute kennenlernen. Was soll ich dir sagen? Nervt das manchmal auch? Also jetzt seid ihr wirklich so peak, ne, erfolgreich. Jeder erkennt euch, nehme ich mal an, wenn ihr draußen auf der Straße unterwegs seid, gerade wenn ihr zu zweit unterwegs seid noch. Nervt das manchmal oder sagt ihr, das gehört dazu, wir sind dankbar, muss halt? Ja, gehört dazu. Ja. Ich glaube, daran hat man sich schon längst dran gewöhnt. Ist auch nicht so, dass das jetzt neu ist, seit 1, 2 Jahren oder so. Ich kenne es gar nicht mehr anders. Vermisst du manchmal nicht diese Zeit, wo du einfach aus dem Haus gehen weil kannst? ich bin da schon so down mit so. Früher habe ich mir zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo gerade in einen Burger reingebissen habe und gemerkt habe, so gegenüber macht jemand gerade ein Bild oder so, habe ich mir vielleicht noch irgendwelche Filme gefahren. Jetzt denke ich mir, man hat einen Scheiß drauf. Ich bin gespannt, wann diese Zeit kommt, wo wir sagen würden, ey, warum fragt er mich nicht nach Foto? Hat er mich nicht erkannt? Ey, vielleicht in 15 Jahren. Aber dieses Heimliche, was du eben gesagt hast, das ist doch schon ein bisschen creepy, oder nicht? Ist also, wenn Leute dann irgendwie doch, anfangen... aber ich versuche dir damit etwas anderes zu sagen. Und zwar, dass ich bin da schon drüber hinweg, so dass ich sage, boah, das ist jetzt neu und das ist nicht so cool. Es ist sowieso die ganze Zeit immer so. Es ist seit Jahren so, man hat sich dran gewöhnt. Ich denke, das gehört dazu. Es gibt immer Vor- und Nachteile bei allem, was man macht. Kannst du dich erinnern, wann du dich das letzte Mal so richtig selbstlos für jemanden eingesetzt hast? Ja. Ja, klar schon. Ich kann es dir noch genau sagen. Wir haben letztens ein Auto von der Insel geholt. Da war ein Unfall vor unserem... Letzte Woche. Genau, vor unserem Hotel. Und da haben wir einen Smart hochgehoben. Smart. Haben wir mit 4 Leuten den Smart hochgehoben. Weil der Junge, der war mit seiner Freundin da, hat einen Unfall gemacht. Und war, glaube ich, angetrunken auch. Was hat der gedacht, als Casey Rebel und Summer Jam Genau, und dann wurde er noch rübergekommen sind, nervöser, als er uns gesehen hat, dass wir ihm helfen wollten. Keine Ahnung, war eine verrückte Situation. Aber natürlich, klar, also solche Situationen gibt's. Wir haben zwar einen engen Kreis, aber wir achten schon darauf, so, dass wir den Leuten in unserem Umfeld und so, dass wir da auch gute Sachen machen können. Wie schwer ist es für euch in diesem Business zusammen? Ich kann mir vorstellen, dass auch immer wieder versuchen, vielleicht in verschiedenen Interessen euch so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Also wie schwer ist es, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten in diesem Rampenlicht in der Öffentlichkeit mit all dem Erfolg, mit all dem Geld, was auch da fließt? Boah, also es ist schon nicht einfach. Bei anderen Leuten würde ich sagen, es ist schon nicht einfach. Bei Jam ist so eine Ausnahmesituation, da stellt sich diese Frage gar nicht, weil wir einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung so. Ich glaube einfach, dass wir ich würde mal sagen, an fast allem so einfach mehr Spaß gemeinsam dran haben. So, wir versuchen, es ist ja auch nicht so, dass wir nur Mucke gemeinsam machen. So ist es auch nicht. Also wir machen auch zum Beispiel abseits von Mucke gemeinsam Urlaub, hängen ab. Er ist bei mir, ich bin bei ihm. Wir haben auch jetzt nicht gerade so, wir wohnen jetzt nicht um die Ecke. Mittlerweile haben wir 400 Kilometer oder so zwischen uns. Aber es funktioniert. Also wenn du dich mit jemandem verstehst, dann musst du nicht auf Krampf irgendwas... Ich finde so, alles hat seinen natürlichen Lauf und wenn etwas so, was sowieso in die Brüche gehen würde, so kannst du nicht aufrechterhalten. Auf der anderen Seite kannst du etwas, was gut läuft, nicht in die Brüche zwingen, so, weißt du. Es ist alles immer ganz natürlich. Willst du noch was sagen eben? Nee, ich habe da nicht viel zuzufügen. Der Hüseyin hat das schön gesagt. Nee, also es ist jetzt nicht so eine riesen Herausforderung, irgendwie eine Freundschaft aufrechtzuerhalten zu Hüseyin. Wir sind, glaube ich, auch sehr entspannte Leute, muss man dazu sagen. Oder auch entspannt geworden mit der Zeit. Einfach gar nicht so, dass wir, wie gesagt, so Streitthemen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, haben wir immer so ein Streitthema. Ihr habt gerade erwähnt, ihr macht auch Urlaub manchmal zusammen. Wie ist das so mit euch, eine Woche Urlaub? Wie darf ich mir das vorstellen? Geil. Also was safe immer dabei ist gut essen und trinken. Hüseyin hat immer so eine Komponente, ist immer so Sport. Ob wir dann, keine Ahnung, Tischtennis spielen Zwingt oder er dich dann dazu, ob weil wir du meinst- Wassersport. Ja. Nee, ich mache auch gerne, ich spiele gerne Basketball, auch wenn man es nicht sieht. Kein Problem. Aber ich spiele gerne Basketball oder wir gehen Dings. Was haben wir gemacht? Wir haben viel Jetski gemacht.
wir haben zum Beispiel einen coolen Moment gehabt und haben aus diesem coolen Moment heraus haben wir einfach einen Produzenten-Homie angerufen, haben gesagt, komm eben vorbei, bring deine Sachen mit. Haben wir eine Yacht genommen, sind wir 2 Tage rausgefahren, er hat seine Sachen aufgebaut, haben wir 1, 2 Demos aufgenommen. So auf ganz entspannt, so wie wir einfach Bock haben. So. Und das ist das größte Privileg, weil wir machen einfach nur das, worauf wir Bock haben den ganzen Tag. Seid ihr dann kreativer? Also wenn ihr dann wegfliegt und woanders seid und erstmal gar nicht an Arbeit denkt, kommt es dann einfach leichter zugeflogen? Und ist es dann immer noch Urlaub? Es ist unser Leben. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es Urlaub ist. Wir können gar nicht so lange. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann nicht 10 Tage gar nichts mit Musik zu tun haben. Das geht gar nicht. Und ich bin auch nicht so einer, der zum Beispiel sagt, boah, ich muss jetzt relaxen und ich gehe in Urlaub und ich leg mich so 10 Tage so hin. Das geht gar nicht. Ich bin ein Typ, ich komme da an, ich bin einen Tag relaxed, 2. Tag check schon ab, wo ist das, wo können wir hin, geil, lass mal das machen, lass mal dies machen. Und trotzdem aber noch so, nicht so gezwungen, sondern ey, okay, wir haben jetzt eine Sache gemacht, jetzt wird wieder gechillt. Und keine Ahnung, wir können noch was trinken gehen oder... Geht ihr auch mal ins Museum oder so? Guck. Auf jeden Fall, Bruder, Ja? jede Woche. Verarsch mich, ne? Ja. Dungeons. Bruder, deine Frage war ein bisschen verarscht. Ich stehe voll drauf. Also, Siehst du? wenn ich jetzt zum Beispiel nach Thailand fliege, Oder verarscht er mich jetzt wieder? nee, ich mein's 100% ernst. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Thailand fliege, dann will ich nicht nur Phuket oder Pattaya sehen, sondern ich will auf jeden Fall auch Bangkok sehen. So, auch wenn du dann immer nur so ein Schnipsel, mal 2, 3 Tage das, mal 2, von allem ein bisschen. Wie er schon gesagt hat, nicht jetzt 10 Tage nur das oder 10 Tage, nein, wir gehen jetzt auf die Yacht und wir machen jetzt 7 Tage nur Musik und da müssen 50 Songs sein. Wenn wir jetzt 7 Tage irgendwo sind, wo auch zum Beispiel ein Produzenten-Homie oder so da ist, mein Gott, machen diesen 7 Tagen nur einen Song. So, bring die Energie und den Vibe und dieses gesamte Feeling, was du dort aufschnappst und bündel es in einen Song. So, weißt du? Vorbei. Natürlich kommst du dann auch auf andere Ideen. Alles klar, dann Habibi, ey, gucken wir den nächsten Film. Was ist denn das für eine Deine Scheißaktion? Kohle, ich hab deine Kohle. Alter, du weißt doch, ich nehme keinen kleinen Scheiß, Mann. Ich habe immer kleinen Scheiß genommen. Sogar Pennies, wenn nichts anderes zu kriegen war. Du schon wieder? Hey, brauchen Sie sonst noch was? Kein Vertrag, nix. Direkt, Schlüssel stecken schon. Ist schon getankt, alles. Top is so much better than the bottom. So much better. Yeah. So muss das sein, Mann. Ich kann's kaum erwarten, dass die Niggas mich hier drin sehen. Was hast du mit dem ersten richtig großen Betrag Geld gemacht? Auch ein Auto gekauft? Also ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem ersten Batzen gemacht habe, aber ich kann dir so eine ähnliche Autosituation erzählen. Gerne. Und zwar, als der neue S-Coupé rausgekommen ist, in 63 AMG wollte ich den haben. Aber da warst du schon im Game, ne? Da warst du schon. Ja. Aber ich habe mir noch nie so eine riesen Karre oder so gekauft. Ne? Ich hatte davor auch ein bisschen was auf Leasing und so. Aber ich wollte mir was kaufen. Auf jeden Fall bin ich ins Autohaus und habe eine Probefahrt gemacht und habe mir dann in der Probefahrt eine Kippe angezündet. Und der Typ ist neben mir ausgerastet. Hat gesagt, ey, das kannst du nicht machen und was weiß ich und dies und das. Habe ich gesagt, bleib ruhig, kauf das Auto. Dann hat er gesagt, ja, aber nein, wir müssen erst mal gucken, ob die Finanzierung durchgeht und keine Ahnung. Ne? Habe ich gesagt, nein, Mann, ich zahle jetzt gleich bar. Und das war so auch für mich jetzt gerade so eine Szene, was mir eingefallen ist, weil ich glaube, er ist an dem Auto vorbeigefahren und wollte das immer haben. Ja, genau. Und dann ist sein erster Hit irgendwie durch die Decke gegangen und dann hat er sich die jetzt auch bar geholt. Wie hat der Verkäufer geguckt? Er fand das sehr beeindruckend. Für mich war es so eine Momentaufnahme. Einfach aus jugendlichem Dings Leichtsinn. Keine Ahnung. Heute hätte ich vielleicht besser geleast. Wäre vielleicht steuerlich besser. Hat sich's gelohnt, der Kauf? Ja, dieses Auto habe ich bis heute nicht abgegeben. Ich habe noch ein Zweitauto mittlerweile. Aber ich habe das Auto immer noch und tue mich auch ein bisschen so schwer, das abzugeben, weil es ist für mich schon symbolisch für eine gewisse Zeit und das hat mich auf jeden Fall daran erinnert jetzt.
Wie war es bei dir? Weißt du noch, was ist das Erste, was du gekauft hast? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich überlege, was hast du dir geholt? Ich habe mir ein bisschen Schmuck geholt gehabt, auf jeden Fall. Bisschen Schmuck. Was heißt ein bisschen? Ich habe einmal in L.A. ich wollte mir unbedingt Ketten holen. Und ich habe es aber nicht hinbekommen. Das war sehr schwer. So. Jeder will dich rippen. Und du holst dir halt keine Kette für 5.000, 6.000 Euro, sondern du holst dir eine Kette für 50.000, 60.000 Euro. Und du willst nicht abgezogen werden. Und dann war der Erste, mit dem ich verhandelt habe, ich bin reingegangen. Dann habe ich gesagt, ja, was kostet die Kette? Dann hat er gesagt 20. Dann habe ich gesagt, okay, kann man noch was am Preis machen? Hat er gesagt, ja, man kann noch ein bisschen was machen. Am Ende habe ich mit ihm verhandelt. Ich war bei 8.000 Dollar. Habe ich gesagt, ich bin raus. Bei dir kann man nichts kaufen. Weil dir zu groß war die Differenz von 20 auf 8 oder was? Ja. Das können ja keine Diamanten sein, weißt du? Das können ja keine echten Steine sein, wenn er von 20 auf 8 runtergeht. Bist du dann mit leeren Händen aus L.A. wieder weg oder hast du in L.A. noch was ich habe gefunden? dann original mir ans Gate was bringen lassen. Ich war schon im Last Terminal. Minute oder? Ja, ich war schon, also der Check-in war schon, es war aber ein Riesenflieger. Und ich bin Business geflogen, ich wusste, okay, ich habe noch ein bisschen Puffer. Bin schnell noch mal raus und hatte, ich glaube, so ungefähr 80, 90 auf meiner Kreditkarte. Ich habe vorher Geld drauf überwiesen. Und dann einfach mit Kreditkarte, er hat es über sein Handy gemacht, mit so einer App. Und dann habe ich noch eine Kette und eine Uhr geholt. Könnt ihr euch das vorstellen, morgen einfach wieder broke zu sein und all das zu verlieren? Würde für euch eine Welt zusammenrechnen? Oder seid ihr so, dass ihr sagt, ich würde locker klarkommen? Wir haben es selber gemacht, ne? Das hat uns keiner geschenkt. Ich weiß, sag ich nicht. Und ich glaube, wir sind beide selbstbewusst genug, um zu sagen, okay, dann, also ich bin nie ein Typ gewesen, der lange so über Sachen sich den Kopf gemacht hat, warum habe ich das nicht? Warum hat mein Vater mir keinen Laden gegeben? Warum hat meine Mutter mir nicht ein Sparbuch gemacht? Warum ist das nicht passiert? Warum ist dies nicht passiert? Sachen, die du nicht hast, die sind so, wie sie sind. Und du musst ein bisschen damit arbeiten können, weißt du? Weil das, was du vielleicht von Grund auf nicht hattest, musst du ein bisschen härter arbeiten und das dann bekommen. Aber ich glaube, es wäre natürlich traurig und keiner wünscht sich, alles zu verlieren. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Es gibt viel schlimmere Storys, was du links und rechts hörst. Und deshalb würde ich mir da gar nicht so Dings machen. Es gibt ja viele Rapper, habt ihr ja vorhin erzählt, 1, 2 Spotify-Songs und schon hast du ausgesorgt. Also was ratet ihr jungen Menschen, wenn sie dann nach Rat fragen, die jung zu viel Geld kommen? Boah, sehr schwierig. Da bist ja dazu prädestiniert, alles falsch zu machen. Erstmal eine dicke Uhr holen. Erstmal eine dicke Uhr und dann erstmal ein dickes Auto. War ein dickes Auto? Vielleicht einfach, wenn du selber nicht den Überblick hast, vielleicht auf stabile Leute in deinem Umfeld hören. Vielleicht mal auf deinen Vater hören oder so, oder auf die Mutter. Habt ihr Leute gehabt in eurem Umfeld, die euch da helfen konnten mit den Finanzen? Oder wart ihr auf euch allein gestellt? Ja, haben wir gehabt, aber bei uns war es wirklich nicht so, dass irgendwas von heute auf morgen gekommen ist. Also genauso gesund, wie sich das aufbaut, baut sich meistens auch gesund etwas wieder ab und dann hast du Zeit, dich daran zu gewöhnen, wenn es so wäre, dass wir von heute auf morgen nichts haben. Ich wüsste nicht, was jetzt passieren muss, dass Tag morgen haben wir nichts mehr. So, weißt du? Das müsste dann wahrscheinlich irgendein Schicksalsschlag oder eine Naturgewalt sein, oder, weißt du? Und natürlich ist das schwer, aber mit der Zeit gewöhnst du dich an allem. Mit der Zeit, ich denke... Toastbrot mit Senf. Du weißt. Wir kommen zum nächsten Film. Na toll, und bis ihr alle mit eurem diplomatischen Kram fertig seid, liegt meine Schwester längst waagerecht in einer Kiste. Leckt mich doch alle. So schnell geben wir nicht auf. Wir stehen zusammen. Wir fallen zusammen. Bad Boys fürs Leben. Wir müssen das wieder selbst in die Hand nehmen. Kennt ihr, ne?
Ja. Was 2, glaube ich, ne? Oder? 2, genau. Ja. Was bedeutet Loyalität für euch? Schon sehr wichtig. Es ist ein Stück weit ein Fundament, auf dem man überhaupt Beziehungen haben kann. Es gibt auch Leute, wo ich ganz genau weiß, die sind dann weniger loyal und das ist dann auch okay, dass sie so sind, weil es gibt einfach auch die Beziehung vielleicht nicht her. Wie definierst du das für dich? Bei einem Musiklabel, Ja. bei einem Major oder so, da brauchst du ja nicht zu denken, dass er dir zur Loyalität verpflichtet ist, weil er ist immer auf der Jagd nach dem nächsten Hit. Und wenn du morgen den nächsten Hit nicht hast, dann ist dieser Typ halt auch nicht mehr so loyal zu dir und das ist auch okay, das ist dein Job. Wurdet ihr immer richtig enttäuscht im Business? Also bei Leuten, wo ihr dachtet, dass sie loyal sind, zu oft? Ja, auf jeden Oft Fall. genug, Aber ne? ich denke, mit der Zeit gewöhnst du dich dann einfach dran und denkst dir so, dieses Business muss nicht dafür da sein, um hier deinen besten Freund zu finden. Genau. Also, wenn du den, by the way, trotzdem gefunden hast, schön für dich. Aber es ist jetzt nicht da, dass du jetzt den stabilsten Freundeskreis hast. So, weißt du? Wie ist es bei euch beiden? Würdet ihr euch als Freunde bezeichnen oder ist das eine Partnerschaft, weil ihr Business zusammen macht? Was ist das für eine Beziehung, die ihr habt zueinander? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr freundschaftlich. Ist jetzt nicht Also so, ich dass denke, manche Grenzen kannst du gar nicht überschreiten, wenn dieses Loyalitätsding nicht zu 100% stimmt. Du kannst dich einfach nicht 100%ig frei machen oder du kannst nicht so aufopfernd sein oder du kannst dich nicht in eine Freundschaft reinsteigern, wenn dieser Punkt irgendwie schon von vorne weg irgendwie nicht passt, so aus welchem Grund auch immer. Dann kommen wir zum nächsten Film. Okay, dann kommt mal. Komm her. Aiwa, von Seite Cousin. Wollt ihr das volle Programm? Auf euch warten, meine kleine Freundin! Okay. Na, hat euch das Spaß gemacht? Wollt ihr noch mehr? Kommt her! Okay. Alles klar, ihr Drecksäcke! Euch Arschgeigen schicke ich alle in die Hölle! Kommt her! Komm her! Komm her! Komm her! Guckt ihr sowas gerne? So Scarface, Mafia-Filme generell, Pate Ja, und klar. sowas? Ja, klar. Warum? Ist es im Rap irgendwie so verbreitet? Was macht die Faszination aus? Ich glaube, das ist ein bisschen so dieser Mafia-Background, den wir auch haben. Dieses Großfamiliending. Generell, warum guckt man sowas gerne? Es fasziniert natürlich einen und ein bisschen hat man, glaube ich, auch mit Rap auch so ein bisschen diesen Straßenhintergrund mehr halt, als wenn man, weiß ich nicht, Kuschelrock oder so macht. Safe. Und jetzt zum Beispiel nicht bei dem Film, aber wenn du jetzt sowas wie Pate oder so nimmst, da gibt's teilweise so Passagen, wenn du dir die anhörst, 1 Minute lang, dann weißt du, dass die Macher vom Film so auch einen gewissen Einblick ins echte Leben haben und auch wirklich vielleicht auch Street-Background haben und gewisse Sachen auch so verstehen, wie sie auf der Straße manchmal laufen. Also, wie Jem schon gesagt hat, wir haben schon einen gewissen Street-Background und deswegen gefallen uns solche Filme, denke ich auch. Du rappst in einem Lied, ihr denkt, ihr seid Scarface, spielt in eurer Gegend Chef, aber kontrolliert allerhöchstens euer Playsy-Pad. Also warum diese Faszination bei Rappern, sich mit Tony Montana gleichzusetzen oder zu vergleichen? Und warum nimmst du es nicht ernst, wenn sie es tun? Ja, also, wenn ich jetzt so eine Zeile rappe, dann mache ich das, weil ich vielleicht an Ja, erzähl mal. Leute denke, wo ich das einfach nicht abnehmen kann. Und ich finde, man erkennt schon vom Background her, wie sich jemand gibt und wie alt jemand auch ist. Zum Beispiel, wenn jetzt ein 16-Jähriger rappt, dass er irgendwas aus Puerto Rico hierher gebracht hat und hier verpackt hat und dann wieder nach Rotterdam gebracht hat und auf dem Weg 3 Leute umgebracht hat.
dann ist das ein Actionstreifen, den, also die Leute sollen das hören. Mir ist das egal, aber ich kann das halt nicht, abkaufen. Es muss ein bisschen, dieses Authentische darf nicht fehlen. Man muss es auch ein bisschen abnehmen können, was jemand einem erzählt. Wenn es technisch richtig gut ist, aber trotzdem nicht authentisch, kannst du was damit anfangen oder ist es dann trotzdem nichts für dich? Dann drehen sich meine Ohren nicht um, wenn ich den Song in der Shisha-Bar höre, aber ich identifiziere mich mit dem Künstler vielleicht nicht. Es ist jetzt nicht ein Riesenproblem von mir, dass ich irgendjemandem nicht abkaufen kann. Aber manche Sachen kann ich halt, die funktionieren nicht so. Da macht das Auge und das Gehirn nicht mit. Wie ist es bei dir? Ähnlich. Also es ist schon wichtig. Ein guter Song ist trotzdem ein guter Song, so. Egal wie unauthentisch ein Künstler ist, aber zumal heutzutage ist viel entspannter, weil früher lief alles sehr viel über Image und da konnte ein Rapper zum Beispiel, nur weil er im Knast war er vielleicht schon 5-0 vorne. Hat vielleicht viel schlechtere Songs gemacht, aber er war schon mal im Knast. Und das hört sich komisch an, aber heutzutage, ich glaube auch nicht, dass jeder Newcomer das Bedürfnis hat, der Härteste zu sein. Ich glaube, das will er gar nicht. Er will gar nicht von wirklich harten Leuten auch getestet werden. Und ich glaube, du hast heutzutage auch genug Alternativen, um einfach zu sagen, ey, ich mache gute Mucke und bin vielleicht nicht der Härteste, aber ein sympathischer Typ. Oder kann das und das oder bin halt ein krasser Musiker. Und dann reicht das auch schon. Könnt ihr euch erklären, das ist zumindest mein Eindruck, dass wenn es dann um diese Geschichten geht, ist ja diese rasante Aufstiegsgeschichte von nichts gekommen, was aufgebaut. Und wenn sich die Künstler dann auf diese Filme beziehen, dass dann der erste Teil dieser Filme glorifiziert wird, aber der Downfall, der ja meistens kommt, ne? Das ist ja meistens bei den Dealern oder Mafiapaten, Knast oder Tod, dass das nicht so sehr thematisiert wird. Könnt ihr euch das erklären, warum das so ist? Ist das eine Beobachtung, die ihr auch macht? Ich kann dir sagen, was mich beeindruckt hat an diesem Film und an anderen Filmen, ist so der straighte Gedanke, den die gewissen Schauspieler halt da so, die Protagonisten halt hatten. Dieser Gedanke, ich mach das jetzt so, ich ziehe jetzt mein Ding durch, dieses Kopf durch die Wand Ding. So, und davon sind die meisten Leute halt Fan. So wie ich das gefeiert habe, haben das wahrscheinlich die anderen auch gefeiert. Und über den Rest hast du dir keine Gedanken gemacht. Ob der gestorben ist oder in Blood In, Blood Out hat El Mero in einer Szene gesagt, hast du schon mal einen alten Dealer gesehen? Das ist ja ein bisschen die Frage, genau. Das ist genau der Kern, ja. Gibt es eigentlich nicht. Genau, wurde im Film auch thematisiert und so, aber darüber macht man sich keine Gedanken. Ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder so ist wie der hier. Der ist ja richtiger Durchdreher hier in dem Film. Das stimmt. Ich danke euch, dass ihr da wart. Fertig. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und war Hat nicht zu super deep. Spaß gemacht, Mann. Ja, alles gut. War geil. Killerformat. Geiles Vielen Format. Dank, freut mich. Alles Gute fürs Album. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hau rein, Bros. Ich persönlich will, dass die Leute, die meine Musik hören, ego geboostet sind. Wenn der Beat angeht und ich meine Emotionen zeigen möchte und sagen möchte, wie es mir geht und wie ich mich fühle und so weiter, dann mache ich da auch keinen Stopp. Ich hatte Todesangst, ich dachte, ich sterbe. Und ich habe jetzt nicht ein Rezept. Du kannst es nur schaffen, wenn du dein Leben dafür aufgibst. Ich habe meine ganze Zukunft aufs Spiel gesetzt.